herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir am Atlantikwall unterwegs an einem Abschnitt hier in Belgien und das wollen wir uns heute mal anschauen. Hier im Hintergrund könnt ihr jetzt schon erkennen, befindet sich ein sogenannter Würzburg-Riese und was wir heute noch alles erleben, das seht ihr in diesem Video. Bis dann! Die Würzburg-Riesen waren eine Weiterentwicklung des Radars und wurden von der deutschen Luftwaffe entwickelt. Sie verwendeten eine drehbare Antenne, um hochfrequente Funkwellen auszusenden. Durch die Analyse der reflektierten Signale konnten Flugzeuge in großer Entfernung erkannt und in ihrer Position und Entfernung bestimmt werden. Ihr könnt auch mal sehen, wie groß das im Vergleich zu mir jetzt ist. Ist bestimmt locker 5 Meter hoch. Und wir hatten schon mal Reste von einem Würzburg-Riesen gefunden, hier in Norwegen. Da war praktisch nur noch diese Plattform hier erhalten. Hier der kleine Sockel hier unten und alles drumherum war weg. Und ein paar Einzelteile von der Schüssel selber hier. Die Batterie Aaren wurde während des Ersten Weltkriegs errichtet und spielte eine wichtige Rolle in der Verteidigungsanlage der damaligen Zeit. Sie diente dazu, den Feind auf Distanz zu halten und das Vorrücken zu verlangsamen. So Leute, jetzt sind wir hier bei der Batterie Aaren, die praktisch im Ersten Weltkrieg schon gebaut wurde. Es gab hier, glaube ich, bis über 30 zusätzliche Batterien, die hier in diese Richtung jeweils erstellt worden sind. Aber die meisten sind halt schon abgerissen und nur wenige hat man halt belassen, um die sich für touristische Zwecke halt anzuschauen. Die Batterie Aaren müsste jetzt ab hier praktisch losgehen bis da hinten hin. Das werden wir uns gleich anschauen. Ja, und hier hat man direkt jetzt schon die See. Hier noch einen riesigen Entfernungsmesser. Sogar hier noch den alten Stacheldraht hier, beziehungsweise die Einführung für den Stacheldraht. Ja, und das ist so ein Entfernungsmesser, so ein Abstandsmesser. Man sieht auch, wie groß der ist. Das haben wir schon ein paar Mal angedeutet in diesen Beobachtungsbunkern, dass die dann da eingesetzt wurden, um halt ja, entsprechend die See zu lokalisieren, wenn Objekte sind, wie weit die entfernt sind und so weiter, um das halt für die Artillerie, für die Geschütze halt zu benutzen, diese Information weiterzugeben, damit man bei Bedarf das Ganze halt auch beschießen konnte. Ja, das ist gerade, glaube ich, Ebbe, so wie das aussieht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die sich jetzt noch mehr zurückzieht. Bin ich jetzt gerade nicht so informiert. Der Hund ist praktisch Promenade schon. Hier fährt auch eine Bahn lang. Aber das gab es ja früher alles nicht. Wir werden dann, oder haben es jetzt vielleicht schon in dem Moment, euch ein paar Grafiken bzw. Darstellungen eingeblendet, damit ihr das mal genau sehen könnt, wie das aussieht. Da hinten haben wir praktisch schon einen weiteren Bunker. Sieht ein bisschen aus wie ein Beobachtungsbunker und oben ist höchstwahrscheinlich eine 20 mm drauf. Oder vielleicht sogar eine 40 mm, eine Bofors. Das kann ich von der Entfernung jetzt nicht genau erkennen. Aber das schauen wir uns gleich an. Das müsste jetzt hier so ein typischer Beobachtungsbunker sein. Ich erkenne das immer ganz gut an der Schade hier. Und das ist jetzt hier nachträglich angebaut. Hier haben sie mal ein Geschütz von der Batterie hingestellt, weil die ja schon abmontiert ist. Praktisch jetzt nur so ein Rohling, so eine Replik aus Beton, dass man sieht, wie die auch aufgebaut waren, wie groß die insgesamt war. Und die stand halt hier in der Bettung. Und davon gab es ja, ich glaube 6 Stück waren das jetzt auf der Linie. 6 Stück in diese Richtung. Da unten werden wir höchstwahrscheinlich auch noch gleich kommen. Hier unten geht nämlich dann noch so der rückwärtige Laufgraben her. Und hier wäre wieder so ein großes Geschütz gewesen.
Kann man dann vielleicht von der Seite gleich nochmal unten reingehen. Hier unten sieht man auch immer wieder die einzelnen Verbindungsgräben zwischen den Objekten, die sich hier parallel hinziehen. Da hinten scheint auch noch was Größeres unter dem Hügel zu sein. Da ist noch ein bisschen Beton, was da rausschaut. Das werden höchstwahrscheinlich auch separate Bunker sein, wo auch zum Teil die Munition einfach gelagert wurde. Weil die mussten ja hier irgendwie an die Geschütze transportiert werden. Hier haben wir jetzt mal eine der Geschützbettungen, wo diese Kruppgeschütze verbaut gewesen sind. Das sind Schiffsgeschütze gewesen mit 15 cm Kaliber und ja, die konnten bis 18 Kilometer weit hier auf die See schießen. Und ja, ein so ein Geschütz war 4 Tonnen schwer. Das ist schon wirklich mächtig. Hier in dem Bereich von der Küstenbatterie Aachen, wo ein Schutzbunker eingerichtet wurde. Hier im Prinzip diese Schutzbunker errichtet. Es war ja auch noch der Erste Weltkrieg im vollen Gange. Und es gab ja immer noch diese Senfgasangriffe auch. Und man hatte jetzt in diesen Bunkern ja so mit Eisenstäben, also auf Eisen geschlagen. Und dadurch signalisiert, dass halt so ein Angriff bevorstand. Und man hat sich dann halt in diese Bunker zurückgezogen. Und durch dieses akustische Signal, das Aufschlagen auf diesen Eisenstangen, signalisierte, dass die Soldaten halt alle ihre ABC, ihre Schutzmaske aufsetzen mussten. Und ja, halt abwarten mussten, bis der Angriff vorüber war, indem sie halt hier Schutz gesucht haben. Hier drin ist jetzt eine Installation drin. Mal gucken, ob wir das jetzt hier aufnehmen können. Ja, hier ist nochmal dieses eine Pseudogeschütz. Und hier dieser Weg im Prinzip, der jetzt hierher geht, das war im Prinzip Schmalspurbahnstrecke, die jetzt hier die Munition an das Geschütz rangeführt hat. Weil sonst hätte man das gar nicht bewerkstelligen können. Rings um die Anlage, zum Beispiel auf der Seite, hatte man dann auch diese kleinen Mannschaftsquartiere eingerichtet. Und da haben auch die Soldaten zum Beispiel so Gemüsebeete etc. Angelegt, um sich halt so ein bisschen selbst zu versorgen und um das Ganze halt auch so ein bisschen abzutarnen. Ne? Also, dass man jetzt nicht vermutet, dass jetzt hier irgendwas ist. Wirklich sehr interessant, das mal so zu sehen. Das wurde da auch ein bisschen abgetan, damit die natürlich nicht zu erkennen sind. Ne? Wir sind jetzt hier in dem Bereich der Batterie Salzwedel Neu, die praktisch dann im Zweiten Weltkrieg noch hinzugefügt wurde. Und befinden uns jetzt hier in einem überdachten Graben, wie wir das auch schon öfters am Atlantikwall erlebt haben, damit die Soldaten entsprechend geschützt sind. Und hier haben wir auch wieder ein Flakgeschütz, ein 20 mm Flakgeschütz. Das wird aber kein deutsches sein. Und zwar ist das ein Schweizer Flakgeschütz, das nennt sich Oerlikon. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Das Interessante ist hier diese Backsteine, die man hier verwendet hat. Deshalb sieht das noch so gut erhalten aus, weil die noch mal stärker gebrannt sind als die roten, die man kennt. Und ja, dadurch ist einfach dieses Gängesystem mit Notausgängen und so weiter richtig gut erhalten. Das ist hier zum Beispiel der Fall. Hier wäre jetzt ein Notausgang. Und das führt uns jetzt halt direkt zu der Batterie Salzwedel. Hier sind auch wieder so Notausgänge. Ja. Und hier ist es auch schön kühl. Denn wir haben heute 30 Grad, wenn nicht sogar mehr jetzt mittlerweile. Wir werden schon gegen 10 Uhr 30 Grad erreicht.
kommt man immer zu einzelnen kleineren Flakstellungen. Das ist das, was ich mal meinte, was wir auf Norwegen gesehen haben, dass diese Gänge halt entsprechend hier überdacht gewesen sind, entweder so mit Backstein oder je nachdem, wo man gewesen ist, weil die Deutschen ja dann viel beschlagnahmt haben, dann halt auch mit anderem Material. Oh, hier lässt sich ganz gut laufen. Immer wieder diese Notausstiege. Ja, hier sieht man mal den Auszug von so einer Waffenkammer. Das ist sehr, sehr interessant. Hier überall noch die Lugas, sehr begehrte Waffe für Sammler beispielsweise. Auch hier Aufmunitionierer für das MG. Da hinten ist ein MG 42, ein kleiner Mörser. Das ist ein Dreibein, wo das drauf sitzt. Das müsste, glaube ich, eine Walther-Pistole sein da unten. Da hinten an der Seite, wenn ihr das erkennen könnt, da ist die MP40 drin. Und da an der Seite, sage ich schon, ganz hinten, hier hinten, ist auch noch das MG34, was etwas schlanker ist vom Lauf her. Und hier in der Front ist ein ganz, ganz altes Maschinengewehr. Ich weiß gerade gar nicht, was das für eins ist. Das müsste, glaube ich, sogar noch wassergekühlt werden, wenn mich das nicht täuscht. Auf so eine Fliegerlafette aufgesetzt. Hier, genau, hier Walther-Pistole, hier an der Seite auch nochmal. Wow, haben sie eine ganz schöne Sammlung. Da die MG-Gurte drin. Da das K98 Karabiner aufgereiht. Hier eins sogar mit Visiereinrichtung für einen Scharfschützen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist sehr dunkel jetzt hier in dem Moment. Ja, auch noch ein altes, das sieht aus wie eine tschechische Waffe hier. Ja, die ganzen Werkzeuge, das ist mal wirklich sehr interessant hier. Und hier halt der Waffenmechaniker, Waffeninspekteur, die die Aufgabe hatten, das zu reinigen und in Stand zu setzen. Da ist auch noch ein Bajonett auf dem Tisch. Sieht wirklich krass aus. Das war jetzt gerade der Waffenbunker. Und jetzt wird es auch gleich nochmal richtig interessant. Ein Bunker, wo ein Geschütz verbaut ist. Und so wie das aussieht, ist das eine Pak 40. Und hier oben auch. Panzerabwehrkanone 40. Richtig, genau. So auch schon lange nicht mehr gesehen. Vor allen Dingen in dem Zustand. Ist auch ein bisschen surreal, wie hier die Leute vorbeifahren. Hier unten am Wall. Und hier stehen noch die Originalgeschütze. Ja, wir können das ungefähr ein bisschen einschätzen, wie groß das Ganze ist. Es wurde, glaube ich, von 3 oder 4 Mann bedient. Ich glaube, 3 sind das gewesen. Einer, der halt das Ziel ansagt oder ausspäht. Einer, der die Granaten zuführt. Und einer, der es letztendlich dann betätigt. Ja, konnte dann hier zusammengeklappt werden. Und dann an LKW gehangen werden beispielsweise. Das waren mit so die Hauptwaffen auch, die die Deutschen viel eingesetzt haben. So, dann gehen wir mal hier in die Version rein vom Bunker. Da seht ihr ja auch noch mal den eingeklappten Bereich. Das ist jetzt auch mal ganz interessant zu sehen, weil zum Beispiel im Hürtgenwald in den ganzen Bunkern ist ja zum Teil auch sowas gestanden. Vielleicht nicht immer unbedingt eine Pak 40, aber auch kleinere Version. Und ja, das ist schon mal krass zu sehen, wie es letztendlich hier in so einem Bunker auch gestanden hat, dass man sich einfach mal die Dimension und die Ausmaße hier, also dass man das mal sehen kann. Ne, also hier sieht es so aus, als ob das hier eine Gummibereifung hier ist.
befinden uns jetzt weiter im Grabensystem der Anlage Salzwedel neu. Und hier kommen wir in den Kojenbereich. Mannschaftsunterkunft mit Holzspinden und einen obligatorischen Ofen. Aber geht eigentlich, finde ich. Ja, hier haben wir jetzt wieder eine weitere Flugabwehrkanone. Es ist wieder diese 20 mm Oerlikon-Kanone. Das schwarze Modell. Das ist dann doch auch schon weit verbreitet, weil wir hatten das zum Beispiel auch am Wurzenpass hatten wir das damals auch gesehen. Das Modell. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, weil dieses Dreibein, wo das jetzt hier drauf sitzt, diese Lafette, erinnert mich jetzt schon wieder daran. Das hatte ich vorhin nicht so wirklich gesehen. Es gab scheinbar welche, die so einen Streifen als Magazin hatten. Ich hatte aber auch gelesen, dass es Trommelmagazine für diese Waffe gab. Sehr interessant. Ja, da habt ihr wieder einen Ausblick auf die See. Sehr, sehr diesig. Also ich glaube, heute hätten die Kameraden hier auch nicht viel sehen können. Da nochmal der Blick von der Batterie Ahren. Und hier, wie gesagt, fängt Salzwedel neu an. Hier unten die zwei Packstellungen. Pack 40, 75 mm. Ja, und hier oben, wer das ein oder andere Video von uns kennt, wird auch diesen Scheinwerfer hier oben kennen. Damit hat man natürlich dann die Ziele entsprechend ausgeleuchtet, wenn man das entdeckt hat, ob das jetzt Luft oder hier auf der See ist. Die waren natürlich unheimlich stark und konnten in der Nacht für die Geschützmannschaft die Ziele dann entsprechend ausleuchten, damit es für die dann natürlich deutlich einfacher ist, die unter Beschuss zu nehmen. Ja, und da werden wir höchstwahrscheinlich auch noch irgendwie hinkommen. Es gibt hier einen separaten Zugang zum Atlantik. Hier seht ihr auch nochmal Erwin Rommel hier. Hier ist dieses Wachhäuschen, was wir jetzt hier auf der rechten Seite sehen. Und hier konnte man im Prinzip direkt zum Strand von hier aus. Da war eine Einfahrtsstraße für diese Stellungen hier. Sehr interessant. Ja, hier oben ist der Scheinwerfer, der auch wieder das Verdeck hat, ist geschlossen. Hier, wie gesagt, ist die Zufahrtsstraße zu dem Ganzen. Hier ist noch so ein richtiges Oldschool Zutritt verboten Schild. Hier kommt man leider nicht rein. Da ist noch eine weitere Bofors da oben. Hier unten ist irgendwas Undefinierbares, sieht aber auch aus wie irgendwas, eine Lafette oder so von einem Geschütz. Hier wäre es wahrscheinlich hoch zum Scheinwerfer gegangen. Ja, und hier haben wir jetzt nochmal diverse Panzersperren und Hindernisse, die man auch am Strand positioniert hat, um ja, die anlandenden Truppen entsprechend Schwierigkeiten zu bereiten. Auch was sehr interessant ist, was ich so noch gar nicht gesehen habe oder kannte, ist hier zum Beispiel diese Pfosten mit den Tellerminen drauf. Auch da oben eine Granate aufgesetzt. Also das habe ich so aber auch noch nicht gekannt. Sehr interessant. Und von hier sieht man jetzt auch noch mal das Gelände. Überall habt ihr praktisch die Vertiefungen, die einzelnen Bunker, die jetzt hier hinten weitergehen. Hier nochmal so ein obligatorisches Haus, was man auch immer gerne stehen gelassen hat, aufgrund Tarnung. Entweder hat man dann was eingebaut oder es stehen lassen, damit beim Überflug das nicht unbedingt als rein militärisches Gelände identifiziert werden konnte. Aber das war ja dann später sowieso bekannt, dass das hier entsprechend gesichert ist. Ja, und da hinter der Mauer befindet sich scheinbar auch noch irgendwas. Das ist ganz komisch da hinten mit diesen Bögen. Hier unten nochmal eine Riesengranate. Ich weiß schon gar nicht, für was das jetzt hier ist. Das sieht mir ja aus wie eine Fliegerbombe.
ich habe das jetzt nochmal eben nachrecherchiert. Also diese Sachen hier, die waren natürlich größtenteils von Wasser bedeckt, um die Anlandung zu erschweren für Landungsboote. Wenn die natürlich hier dran gestoßen wären, dann wäre das Landungsboot halt zerstört worden. Auch diese mittelalterlich anmutende Konstruktion da hinten mit diesen Metallstreifen da oben dient einfach dazu, um ja, die Schiffe aufzureißen und damit halt zu zerstören. Ist schon wirklich krass. So, hier haben wir jetzt mal eine Bettung mit einem 12 cm Geschütz, eine Feldkanone. Es handelt sich hierbei aber um eine Replik, also kein originales Geschütz. Aber das ist natürlich maßstabsgetreu und so weiter, ist, aber nicht schussbereit oder man kann damit nicht mehr schießen oder so. Aber auch hier wieder, wenn ihr das mal seht, da kann ich jetzt so nicht näher ran. Wirklich schon riesig. Und das Ganze hat man einfach in so offenen Bettungen gesetzt, um halt diese 360-Grad-Möglichkeit in dem Moment zu haben. Oh, hier oben abgetarnt entsprechend. Der Zugang hier zum Bunker. Sieht man das hier mal ganz gut. Die Zünder wurden hier extra geliefert und wurden dann praktisch hier auf die Granate dann aufgeschraubt. Hier sind auch nochmal die Behältnisse, wo die Granaten drin waren. Und hier habt ihr jetzt mal so ein Geschütz, ja, in dieser Verbunkerung, die man dann praktisch irgendwann durchgeführt hat, um ja, die Geschütze einfach vor Luftangriffen zu schützen. Sonst wären die praktisch immer noch in diesen 360-Grad-Bettungen gewesen. Aber letztendlich wollte man ja nur von dieser Seite auch entsprechend den Feind beschießen. Ja, hier hat man jetzt nochmal eine riesige Bettung. Hier stand mal belgische Geschütze. Und es gibt dann praktisch hier auf der Seite dann noch einen kleinen Bunker, der praktisch rangesetzt wurde, wo man praktisch die Arbeiten durchgeführt hat, um die Geschosse fertig zu machen, die Munition, also Sprengmittel und so weiter draufsetzen, Zünder. Ja, man war hier echt wirklich unmittelbar am Strand. Hier unten hat man wahrscheinlich, was wir vorhin gesehen haben, die ganzen Panzerhindernisse und andere Abwehrmittel positioniert. Da muss ja wahrscheinlich der ganze Strand hier voll gewesen sein. Hier die einzelnen Bunker, wo Kanonen, Maschinengewehrstände und so weiter verbaut gewesen sind. Das könnt ihr ja sehen, das zieht sich ja jetzt hier weiter. Der ganze Abschnitt, und wir sind ja hier nur an einem Teil. Wie gesagt, in diese Richtung kamen ja noch 35 weitere Batterien. Und ja, also egal letztendlich, wo man gelandet wäre, man wäre hier an diesem Küstenabschnitt halt unmittelbar auf solche Verteidigung getroffen. Also wie viel Material und wie viel Geschütze und alles hier verbaut wurde. Und letztendlich ist es ja dann nur in der zweiten Hälfte des Krieges halt immer mehr verbaut worden, weil man ja da noch zusätzlich Soldaten an die Ostfront abgesetzt hatte, abkommandiert hatte, damit halt auch das Ganze funktioniert mit deutlich weniger Besatzung. Das ist auch so der Hintergrund, warum es halt auch nochmal so massiv ausgebaut wurde. Oh, hier. Hier haben sie die ganzen Granaten gelagert. Ja, fein säuberlich. Wie guter alter Wein liegen hier die dicken Granaten. Okay. Immer schön vor Feuchtigkeit geschützt nochmal
in diesen Metallbehälter. Ja, ist schon Aufwand auch. Hier auch mal wieder ganz interessant, dieses Phänomen der versteinerten Sandsäcke. Das ist wie in Verdun, wo wir diese alten Sandsäcke gefunden haben auf dem Boden. Ah, hier haben wir eine Pack 37 mm müsste das sein, Pack 36. Auch ein Geschütz, was es schon sehr lange gab. Hier ist auch nochmal die Munitionskammer. Krass, 4 cm. Granaten, alles voll. Sprengkapseln. Stielhandgranaten sind hier drin. Das sind alles Koffer mit Stielhandgranaten. 2 cm Patronen. Boah. Alles voll hier. Na gut, die Sachen werden leer sein, aber krass, das mal so in der Masse zu sehen. Das war unsere Erkundung der faszinierenden Batterien Aachen und Salzwedel neu am Atlantikwall. Wir haben euch einen kleinen Einblick in diese historischen Stätten gegeben, aber es gibt noch so viel mehr vor Ort zu entdecken. Wir möchten euch ermutigen, diese Locations selbst zu besuchen und die faszinierende Atmosphäre und die Geschichte des Atlantikwalls hautnah zu erleben. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken, von beeindruckenden Bunkeranlagen bis hin zu spannenden Geschichten vergangener Zeiten. Ja Leute, das war's im Prinzip mit diesem Video. Wir schließen hier nochmal ab, da wo wir gestartet sind mit dem Würzburg-Riesen. Und ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!